Also viel geschafft haben wir heute noch nicht. 5 Meilen, um genau zu sein. Und der Berg hier, der hat's in sich. Der hat's in sich. Also es ist echt schon lange her, dass ich mal einen Berg, einen Aufstieg abbrechen musste. Also das heißt abbrechen, also eine Pause machen muss. Aber der ist schon echt sonnig hier. Gut, ja. Auf die letzten 2 Meilen waren das 2000 Fuß. 2000 Fuß, 800 Höhenmeter, nur bergauf. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, Uhr, du darfst dich auch melden, ist klar. So, in 5 Shelter kommt eine Meile. In 5 Meilen kommt ein Shelter, da wird Mittag gemacht. So, grüß Gott. An der Stelle, dass das mal aufhört, na. Die ganze Nacht hat es wieder geregnet. Es hat auch eigentlich bis jetzt geregnet. Ich habe jetzt mein Poncho mal ausgezogen, habe mich getraut und bin jetzt auch aus dem Wald schon raus. Und großen Schritten, es geht hier gerade steil bergab, nach Norwich. Norwich ist nur ein Vorort von Hannover. Und in Hannover bin ich dann so in 3 Kilometern in etwa. Ja, zu gestern. Der gestrige Tag fällt wieder unter die Kategorie lassen wir mal lieber. Alter, ist das schon. Warte mal kurz. Alter. Oh, rückwärts bergab laufen, das wäre nice, ne? Ich merke das die ganze Zeit, das kotzt mich an. Knie. Ja, also wie gesagt, zu gestern. Ach, das war ein Tag einfach nur. Ich war froh, dass ich nach 10 Meilen einen Shelter gefunden habe, wo kein Mensch war, also auch den ganzen Tag keiner kam. Und ich da in Ruhe chillen konnte. Ich habe, glaube ich, den restlichen Tag gepennt. Einfach geschlafen, gegessen und gewartet, dass es heute wird. Ja. Nee, gestern haben viele Sachen eine Rolle gespielt. Zum einen auch die Knie wieder ein bisschen. Zum anderen haben meine Schenkel gebrannt von oben bis unten. Also nicht nur, weil ich mir ein bisschen Wolf gelaufen habe, sondern durch das ganze Gestrüppzeug, durch die Dornen und was weiß ich nicht alles. Und habe bis jetzt circa 13 Meilen gemacht. Und wie gesagt, bewegen wir uns jetzt auf Hannover zu. Muss dann direkt mal gucken, ob ich hier mal wieder ein bisschen Netz habe, weil die letzten 2 Tage war wieder nichts mit Netz. Wo ich heute übernachten werde. Ich habe vorher eine Freeworkerin getroffen, die Richtung Süden wandert. Die war dann logischerweise schon in Hannover und hat mir eine Liste gegeben mit Namen von Trail Angeln und die werde ich einfach mal durchgehend abklappern. Also wenn es nicht unbedingt nur Zelten ist, weil mal wieder irgendwie in einem Bett schlafen und Dusche und so wäre schon auch ganz geil. Zur Not zelte ich auch. Es ist 13 Uhr jetzt. Bis ich da bin, ist es 2 schätzungsweise. Und wenn ich dann mal leckeres zu essen vor mir habe, dann kümmere ich mich um Übernachtung. Na, zur Not muss halt wieder ein sauren Apfel gebissen werden und ein dämliches Hotel gegangen werden. Die haben schon auch ihre Vorzüge, weil du komplett deine Ruhe hast, vor allem. Aber nicht mal das ist garantiert. Bei den Papierwänden, die Amis haben, da hörst du auch nebenan den Nachbarn. Also ja. Nee, es scheint so, als würde es jetzt echt mal aufhören zu regnen. Meistens nicht so, dass es nicht gut ist. Ne? Das soll ruhig regnen. Das ist schon richtig so. Aber halt wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, schwitzt und Regen und Blödsinnszeug, müsst ihr selber mal mitgemacht haben, dann wisst ihr, wovon ich rede. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Bin ich ein kleines Mädchen, was das angeht. Kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ab und zu. So, wo darf ich denn jetzt lang? Links, rechts, geradeaus? Ich glaube, ich muss noch weiter runter, oder? Ja. So ihr Lieben, hier sind wir wieder zurück auf dem Trail der Träume. Ja, wir haben das kleine Städtchen Hannover vor etwa einer halben Stunde wieder verlassen. Lief soweit eigentlich alles reibungslos. Ich war bei der Post, habe mein Paket direkt weitergeschickt nach Graham.
roundabout 180 Meilen oder irgend so. Sogar ein bisschen mehr. Genau, also ich hoffe einfach, dass ich bis dahin noch nicht die Winterjacke brauche, aber glaube ich nicht. Und zur Not habe ich ja meine Fleece auch noch, meine Fließjacke. Ja, zum gestrigen Tag, ich habe ja gesagt, ich habe eine Liste von Trail Angeln, die in der Stadt Unterkunft anbieten. Einer davon, der Daniel, hat gesagt, ich kann schon vorbeikommen, aber bei ihm geht kein Strom mehr. Irgendwie Baustelle bei ihm zu Hause. Und ja, weil ist auch schon, kannst nichts machen. Keine Wäsche, keine Handy aufladen und so. Bei der nächsten habe ich angerufen, die war voll. Und so ging das hin und her. Ich glaube, das waren 4, 5 Leute auf der Liste. Und so, ja, musste der Blue wieder in den sauren Apfel beißen und sich das günstigste Hotel der Stadt aussuchen, weil es halt nichts gab. Keine Ahnung, war ich wieder zu langsam. Es sind schon ein Haufen Hiker in der Stadt, auch wegen dieses Long Trails hier. Also es ist nicht nur alles Thru-Hiker, sondern auch andere, die Platz suchen zum Schlafen natürlich. Und ja, ich war im Sunny Inn Motel. Ja, die Nacht war ungefähr genauso teuer wie in dem anderen Motel, wo ich war. Eine Woche vorher $140 die Nacht. Ich habe es mir jetzt gespart, das Zeug zu filmen, weil man bekommt es eigentlich mit dem kalten Grausen zu tun, wenn man die Hütte gesehen hat und dann weiß, wie man dafür bezahlt hat. Also komplett bescheuert. Naja, sei es drum. Und da musste ich auch noch 2 Meilen hinlatschen. Zum Hinlatschen hat mich jemand mitgenommen nach einer Meile, aber heute Morgen musste ich die 2 Meilen laufen. Da hatte keiner Bock, einen Hitchhiker mitzunehmen. Ja, anschließend war ich noch im Coop. Hab dort Lebensmittel gekauft. Was für ein komischer Laden, Alter. Da hast du ja fast gar nichts bekommen. Alles, was ich benötige, war irgendwie schon vergriffen, ausverkauft. Und mit Ach und Krach habe ich jetzt Nahrungsmittel zusammengestellt für die nächsten 4 Tage. Weil dann Lincoln kommt. New Hampshire, oder ist das schon Maine? Ich weiß es gar nicht. Ja, da ist dann der nächste größere Stopp, denn wir werden uns von diesen Schuhen verabschieden. Auf jeden Fall, das hat einen Grund. Ich habe mir die Füße wund gelaufen gestern. Ich habe das ja erst kurz vor Stopp gemerkt, alter Lachs. Hinten 2 Blasen, an den Seiten zum Kotzen. Die Füße haben gebrannt gestern. Ich habe jetzt Blasenpflaster drauf und hoffe, dass das ein bisschen hält und nicht noch schlimmer wird hier. Ja, ist schon schock. Anfänglich dachte ich, vielleicht wären sie was, die Schuhe, aber nein, die werde ich wieder abgeben. Vielleicht finden sie einen neuen Besitzer, weil das Lincoln sind sie gerade mal eingelaufen, wahrscheinlich. Schmeiße ich dann in die Hikerbox. Vielleicht freut sich einer, der die Schuhe hier liebt. Ich bin's nicht. Ja. Na gut, auf jeden Fall ist ja auch schon wieder Mittag vorbei. Wir machen heute vielleicht noch so 8 bis 10 Meilen, halber Tag. Ist auch warm heute. Und dann ist gut. Morgen geht's wieder richtig runter. Ne? Alles klar. So, die ist mal wieder im Bilde. Ja, kurze Zwischeninfo. Schrei ich gerade ein bisschen, liegt daran, dass ich die Ohrenstöpsel drin habe hier. Wir haben Vermont verlassen und sind im vorletzten Bundesstaat vor Maine, und zwar in New Hampshire, und begeben uns jetzt auf direktem Weg in die White Mountains. Ja, hier kleines Infotäfelchen. Hier steht natürlich wieder alles drauf, was man nicht machen darf. Und ich werde schon wieder irgendwie gestochen irgendwo. Ich muss mal kurz improvisieren mit der Kamera, mich mal kurz kratzen. Du darfst nicht stehen bleiben, ne? Und schon sind sie alle da. Ich hasse euch und ich brauche unbedingt Mückenspray.
Auf jeden Fall darfst du hier nicht mit dem Camper reinfahren. Du darfst nicht zelten, also nicht Stealth-campen. So wie ich das immer mache, aber ist mir wurscht. No Fires, keine Drohne, kein Feuerwerk, kein Holzspalten. Nicht kiffen hier im Wald drin, ne? Sonst kommt der Sheriff. Und ja, Hunde an die Leine halt. Ne? So, wir sind hier. Bla 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 bla. Und dann, ja, ist halt so ein Rundweg hier, oder was? Nee. Ja, soll uns weniger interessieren. Uns interessiert, wir sind im vorletzten Bundesstaat. Dann kommt nur noch Maine. Wir sind jetzt ungefähr 200 Meilen. Schlagen wir uns jetzt durch New Hampshire durch. Und ich habe schon gehört, dass die Whites, also die White Mountains hier, schon relativ zornig sind. Vor allem, naja, mit dem Grad der Steigung, sage ich mal. Also was wir hier jetzt vorher, Vermont und was weiß ich, durchgehiked sind, das war wohl eher so ein bisschen zum Aufwärmen. Der richtig krasse Shit, der kommt erst noch. So ist es. Ja, wenn du da an deine 20 Meilen rankommst, immer mit den Höhenmetern. Ja, wir lassen uns überraschen. Ja, krass. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt im Moment bin und wie weit ich schon gelaufen bin. Wie immer, ich laufe einfach immer drauf los erstmal. Habe eine gute Geschwindigkeit. Ja, aber die Füße sind halt schon wieder am Kochen. Also, ich weiß nicht, seit wann ich das letzte Mal so komische warme Füße gehabt habe. Was war denn das mal hier? So, hier, dass du dich den Kopf Ding anstößt und hier war vielleicht mal Wasser drin. Hä? Ja, keine Ahnung, jetzt ist es ein Müll. Ein Trash-Can. Ja. Na gut, ach, die Schuhe müssen weg. Ich gucken wir uns heute Abend mal an die Schuhe. Die Füße. Wie sie ausschauen bis jetzt. Glaube ich, halten die Blasenpflaster ganz gut. Ne? Okay, weiter geht's im Programm. Mittlerweile ist es kurz vor 4, haben etwa 10 Meilen jetzt gemacht und ich höre mal in mich rein und höre mal auf meine Füße, die mir gerade eben sagen, ja komm, wir sind noch nicht so richtig fit, wir sind noch ein bisschen wund gelaufen, machst du Schluss, baust dein Zelt auf und lässt uns noch ein bisschen, keine Ahnung, ja, regenerieren. Ich bin hier mitten im Wald in den Whites. Und ja, ich habe hier ein kleines Bächlein wieder mit dabei, fließend Wasser, ist zwar ein bisschen Tennis, also wie wieder halt so ein bisschen bräunlich, aber es ist halt so, ne? Es kommt vom Laub und keine Ahnung was. Wenn da jemand mehr weiß, bitte post an mich, warum das teilweise so braun ist. Aber ich habe auch das in Schweden schon öfter gehabt, dass die Seen nicht schwarz, aber halt braun sind. Und da hieß es halt von den Nadeln halt und es ist halt einfach nur ein Farbstoff, ist nicht giftig. Das sieht schon auch schön aus. Ich bin hier ein bisschen sonnengeschützt. Hier in dieser kleinen Mulde werde ich mal sehen, ob ich mein Zelt reinpressen kann. So hier in dieses Quadrat. Ich mal sehen, hier hätte ich eine schöne Fläche zum Liegen. Und ja, ach, das sehe ich dann. Ich baue es gemütlich auf. Aber das erste, was ich jetzt mache, raus aus meinen Schuhen und rein in meine Schlappen. Also es ist ja wie in der Sauna da unten drin. Also verstehe ich nicht. Die sind nicht zu klein, die sind nicht zu groß, die sitzen genau richtig. Ich habe ganz normale Socken an, aber ich meine, die haben einen Mesh vor. Da muss ja mal irgendwie Belüftung oder irgend sowas sein, aber kannst du vergessen. Du kommst dir vor da drin, als jetzt 100 Grad. Also in keinster Weise zu vergleichen mit meinen Ultras. Ich will ja keine Werbung machen, um Gottes Willen. Aber die Dinger sind einfach nur Schrott. Bis dato. So. Ich muss jetzt noch mit leben 3 Tage, bis ich in Lincoln bin. Hoffe, dass ich da wieder meine Ultras bekomme und dann wieder. Das ist wichtig. Es ist einfach wichtig, vernünftige Schuhe zu haben und nicht so ein. Ja, wir sind von denen so überzeugt. Die werden nur gekauft bei uns. Die Hiker lieben die. Reicht, da lügst du dich doch selbst an. Ohne Schmarrn.
Da die alte in dem dämlichen Outdoor-Store, ist doch Blödsinn. Die haben ja Verträge mit diesen Idioten hier, die die Schuhe herstellen von Piep und kassieren halt da Kohle. Logischerweise. Soll es ihnen ja auch vergönnt. Aber den Hikern so einen Schrott anzudrehen, die Dinger kann man schon mal anziehen, so für einen Trailrun, zum Laufen. Die sind ja mit extra Dämpfung und so, mit dem Vibrant-Blödsinn. Da kann man schon mal 2-3 Stunden schön Trailrunning machen, aber mit Sicherheit keine 12 Stunden am Tag laufen. Mit 15 Kilo Gewicht drauf. Funktioniert nicht. Nicht mit den Schuhen. So, Haken dran. Die Schuhe kommen weg. Mal sehen, ob ich dann irgendwo ein bisschen Benzin finde, weil ich würde sie gerne anzünden. Ja, jetzt erstmal Zelt aufbauen, ankommen. Mir was überziehen, weil die Mücken, ne? Ich höre schon wieder summ. Und von dem her, glaube ich, gibt es heute nichts mehr zu erzählen. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische. Morgen wird dann wieder richtig Gas gegeben. Aber ich glaube, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, morgen wird richtig schön. Ja, servus, einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle, wie eh und je. Wir sind heute 5. Ja? 5. August. Wir haben ausgeschlafen heute, also wirklich geil geschlafen, muss ich sagen. Also doch easy peasy noch 2-3 Stunden in meinem Zelt rüsseln können. Und es hat draußen auch noch geregnet. Es ist jetzt auch ein bisschen am Nieseln, aber kommt kaum was runter auf den Boden, also alles easy. Ja, die Nacht war sehr ruhig, muss ich sagen. Hat halt angefangen zu regnen und zu gewittern wieder. Also nimmt eigentlich ganz schön zu, muss ich sagen. Aber gut, wir sind hier auch nicht in Florida, sondern wir bewegen uns immer weiter gegen Norden. Wir sind ja in New England auch. Und das ist halt für sein rougheres Wetter bekannt. Und ja, es wird halt zunehmend feuchter, schlammiger und matschiger. Na, that's the way it is. Ich bin froh, dass es nicht so heiß ist. Es ist eigentlich gar nicht heiß. Ich habe die Nacht eigentlich, als hätte ich nicht mit meiner Fließjacke gepennt und so, dann wäre das schon frisch gewesen hier. Also so der Hochsommer, habe ich das Gefühl, ist hier nicht mehr so am Start. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir noch 1, 2, 3, 4, 5 schöne Tage bekommen, oder? Dann noch mal irgendwie in den Seeland reinspringen. Das habe ich jetzt 1, 2, 3 Mal gemacht, aber boah, noch einmal oder was? Das ist schon schön. Ja, ja, ist halt alles hier heute sehr diesig und ja, halt feucht, ne? Aber das ist klar. Es bleibt heute auch, also ich habe gestern mal geguckt, ich hatte gestern hier Netz. Ich war total überwältigt. Mitten im Wald hatte ich Netz hier, 3 Balken Service. Da sagt er grau den ganzen Tag, aber Regenwahrscheinlichkeit ist nicht so drastisch hoch. Also laufen wir einfach mal wieder in den Tag rein. Wenn wir die 20 machen wollen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen später. Aber so weit denken wir jetzt noch mal gar nicht. Wir machen jetzt erstmal, wir nehmen uns erstmal die Hälfte der Strecke vor, gucken dann mal. Und dann, ja. Aber heute machen wir schon ein paar Meter. Ich fühle mich gut. Habe heute Morgen auch mein Mio Energy zu mir genommen.
Also wenn du morgens ein bisschen schlapp bist hier und hast keinen Kaffee zur Hand, 1, 2, 3 Spritze von diesem Mio Energy in ein Wasser geschüttelt, rein ins Genick, das wärmt sich nach vorne. Wie 4 Kaffee auf einmal, das sage ich euch. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland nicht illegal wäre. Stark. Passt schon. Ne? Ist halt so ein kleiner Energy Drink für in die Berge rein. Ist geil. Es kommen auch bis nach Maine, glaube ich, 4.000er. Also 4. Was ist denn das hier eigentlich drauf? Ist das Schokolade? Ist das in der Kamera? Das ist ja scheiße. Das ist ja doof. Hoffentlich macht das nichts. Sieht komisch aus. Also 4.000er. Also 4 mal 4.000 Fuß. Und wenn du dir einen Tag machst, da hast du Spaß gehabt. Ja. Wird heute schon zornig. Aber es kommt immer darauf an, wie steil man läuft und ist es felsig oder normal zu gehen wie hier jetzt. Ne? Da kommt halt immer viele Faktoren. Ja. Kamera hat sich wieder mal verabschiedet. Ich sag, wer an diesem Punkt aufgibt, bei über 1700 Meilen, das kann ich nicht verstehen. Also da muss den Fuß brechen. Oder weiß ich nicht was. Oder zu Hause irgendwas sein, aber dann ziehst du das doch durch, oder? Ich meine, egal wie hart das noch wird. Und es wird härter als die Sections zuvor, das ist klar. So, das war bestimmt eine Zeit in der Kamera, dass ich schon wieder viel zu viel Müll aber. Deswegen hat sie sich wieder ausgeschaltet. Deswegen tschüss und bis Peter. So ihr Lieben, ich würde euch ja natürlich jetzt gerne einen absolut fantastischen Aussichtspunkt hier zeigen mit einer richtig schönen Aussicht. Ein Deutsch habe ich schon wieder heute. Aber ich muss sagen, ja, dieser Aussichtspunkt fällt eben wieder mal unter die Kategorie, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also man könnte jetzt auch sagen, unten ist 1 Meter und dann ist die Straße. Also ich sehe einfach nur Wolke hier. Also man weiß gar nicht, wie tief es da runter geht, wenn man da so gerade guckt irgendwie. Naja, kein Aufstiegsreward für mich. Na gut, Mittag mache ich dann so 1,5 Stunden, dass es halt auch lohnt. Und vielleicht haben wir bis dahin die 10 Meilen schon, aber ich glaube es fast nicht. Because das war jetzt gerade mal der erste Aufstieg, den wir gemacht haben. Also ich sag mal, ein Drittel oder eher ein Drittelchen von unserem Tagessoll ist jetzt höhentechnisch gehakt. Und ja, gucken wir mal, wie steil die anderen Berge sind hier. Das ist übrigens jetzt der Musliac Mountain. Also hier ist der Dry Feed Contest heute eröffnet. Ach, spinnst du. Ja, sehr schön. Keine Sealskins an. Also, wie gesagt, das Flugzeug also den haben wir schon bestiegen, quasi den Berg. Ich muss mich jetzt hier wieder ewig konzentrieren. Weil die Schuhe sind so schon scheiße. Und wenn die halt auch noch nass sind, habe ich nicht die größten Blöcke drauf hier, muss ich sagen. Da lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit beim Laufen. Guck, wo ich hingehen kann. Also hier ist schon dumm, ne? Also hier ist schon echt dumm. So, wo kann ich hin? Hier sieht es gut aus. Ach, scheiße. So, jetzt die Frage. Das ist alles scheiße hier, aber ich komme wahrscheinlich nicht drum rum, einfach mal ein Springerchen zu machen hier. Sonst wird das nicht. Außer hier lang vielleicht, hä? Naja, so ist das eben. So, mal kurz durch die Waschanlage fahren. So. Geschafft. So. Hier ist dasselbe. Willkommen in der Cloud, in der Wolke. Nothing to see. Wollte ich sonst noch irgendwas? Nee. Oh, hier werden so geile Aussichtspunkte. Aber mal ehrlich jetzt, ne? Hier könnt ihr sich schön hinstellen und schön runtergaffen, aber ist mir heute nicht vergönnt.
Smokies haben, die Smokies sage ich schon, die White Mountains haben nicht zu viel versprochen. Der letzte Anstieg war sehr zornig hier. Guck mal, selbst hier oben haben sie eine amerikanische Flagge aufgestellt. Hier ist ein Aussichtsturm. Da will ich jetzt mal versuchen, ob da dieses Mal vielleicht die Luke offen ist. Ihr erinnert euch, das ist schon ein paar Monate her. Da bin ich auch hochgeflitzt und dann stand ich vor verschlossener Tür. Dementsprechend, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass oben auch zu ist. Und man wird halt auch nichts sehen, weil es ist immer noch sehr cloudy hier. Boah ja, also der Anstieg jetzt hier hoch, das ist mal eine Viertelstunde Pause. Es ist ja nicht mal der Aufstieg. Wenn der Abstieg genauso zornig ist wie der Aufstieg, das macht mir schon mehr Sorgen. Ja, ich sehe bis jetzt Bäume und Wolken. Ach ja, ach doch. Ach doch, ach ja, klar. Doch, ist schon schön. Man muss halt den alten Holzbalken hier vertrauen. Aber doch. Lässt sich sehen, oder? Gucken wir, ob wir ganz hoch kommen. Wenn nicht, sind wir hier unten auch zufrieden. Aber ich sage nein. Ich habe mal gelesen im Kommentar, dass hier, was ist denn das? Ach, tatsächlich ist auf. 1, 2. Komm! Oh Gott. Das bleibt nicht offen, ne? Okay. Krass. Das Ziel hängt die amerikanische Flagge noch. Und? Ist schon cool, oder? Ich will auch die Luke aufmachen hier. Aber das lasse ich mal lieber nicht, dass das Gestell auf zusammenfällt. Aber hier oben drin schlafen. Naja, gut. So quer vielleicht, ne? Finde ich geil. Also wäre es jetzt noch nicht so spät und hätte ich Wasser dabei genug, es ist 2:30 nämlich. Das wird ein bisschen länger, glaube ich. So, nicht so schlimm, sind erst 7:30 los. Weil die 20 wollte ich eigentlich schon fertig machen. Und zur Not schlafe ich heute im Shelter, ist mir wurscht. Alter Lachs, ein Hummel. Ich kriege das Zelt nicht trocken. Ich kann es jetzt mal probieren, vielleicht 10 Minuten mal ein bisschen auszuwählen, aber ist halt scheiße. Naja, gut, ne? Ich mache hier raus noch ein paar geile Bilder. Das ist schon geil. Guck mal hier ein Zauberfenster. Siehst du, das kommt davon. So, ich halte jetzt meinen Schnabel wieder, sonst falle ich nach runter. Lass doch los. So, es gibt noch mal was zu sehen. Ein kleines bisschen Aussicht. Nach 19 Meilen. Eine Meile haben wir noch übrig bis zu unserem Shelter. Und ja, da werde ich sehen. Da habe ich gesagt, dass 17 Uhr ist, ja. Noch ein schöner Blick hier. Sehr schön. Aber hat mich auch ein paar Schweißperlen gekostet, wie immer. Nichts ist umsonst hier. Und ich sage euch eins, ey. Hat ja die letzten 2 Tage kaum geregnet hier. Es ist alles Schlamm. Schlamm, Matsch, das ist ja ein Kindergarten hier. Teilweise stehst du dann wieder vor einer riesigen Schlammpfütze und weißt nicht, wie du rüberkommen sollst. Du musst erstmal ein bisschen gucken, ein bisschen abstechen und kannst da hinsteigen. So, Freunde, der Tag ist vorbei. Nach 20,8 Meilen sind wir hier in dem Shelter angekommen. Ja, war eigentlich ein relativ geiler Tag, muss ich sagen. Viele Höhenmeter gemacht.
und viel geflucht. Aber war herrlich. War herrlich. Ach, ich wollte euch das noch zeigen, ne? Ja, mache ich vielleicht gleich noch. Ich schlafe heute in dem Shelter hier. Ausnahmsweise mal. Es sind noch 3 andere Leute da. Aber hier ist nichts mit Tentzeit. Also die sind hier eher schief und krumm und was weiß ich. Kannst du nicht vernünftig ein Zelt aufschlagen hier. Funktioniert nicht. Habe ich mich mit arrangiert. Das ist dann somit das 3. Mal, dass ich im Shelter penne. Aber ja. Das Einzige, was noch fehlt heute, ist Zähneputzen und dann gehe ich in meinen Schlafsack. Ich glaube, die Nächte werden auf jeden Fall schon wieder kälter, merkt man sofort. Das ist krass. Das geht so schnell. Ja. Also ich lasse auch das Ding hier an beim Pennen. Brauche ich schon. Ja, heute 20 Mal. Bin ich sehr zufrieden mit. Vielleicht morgen nochmal 20 Meilen und dann sind wir nämlich übermorgen schon in Lincoln. Und ich kann mir neue Schuhe kaufen. Das wäre schön. Ja, alles klar. Der Tag ist vorbei heute, Freunde. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Bis dahin, macht's gut und tschüss. So, und wieder mal einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle. Ja, die Nacht im Shelter gut rumbekommen. Es waren dann zum Schluss doch 8 Hiker in dem Shelter. Und ja, ich hätte es nicht machen sollen. Aber hinterher bist du wieder immer schlauer. Der eine schnarcht, der andere hat ein Sleeping Pad, was ewig quietscht die ganze Zeit. Und ja, die Nacht war halt so semi-gut. Ich habe den ersten Aufstieg jetzt geschafft. Knappe 1500 Fuß oder so. Aber man sieht nicht viel, wie immer. Morgens in den Whites. Also das ist alles, was man sieht, leider. Cloudy as f***. Gott, ja. Ist trotzdem sehr geil. Ist ein bisschen mystische Stimmung. Ist ganz geil, weil das ist alles Nadelwald hier. Alles Nadelwald. Ja, die nächsten 10 Meilen sollen wohl auch noch genauso matschig werden wie zuvor, aber dann wird es besser. Sagen wohl die Sobos. Gestern waren 4 Sobos am Start. Und ja. Also war es ganz nett. Ich habe ausgeschlafen wieder. Und halb 8 bin ich los. Ziel habe ich keins abgesteckt, also werde ich sehen, wie weit mich die Füße heute tragen und wie ich Lust habe. Ich hau mir jetzt erstmal meine One-Stöpsel rein, gebe Gas und dann sehen wir uns im Laufe des Tages wieder, Freunde. Bis dahin. So, nach ungefähr 1 Stunde Abstieg und 1,5 Stunde Aufstieg sind wir hier jetzt an dem schönen kleinen Flüsslein, wo wir unser Trinken auffüllen können und eine kleine Rast machen auf jeden Fall. Es ist jetzt 8:45. Ich bin um so 7, 6:15 losgelaufen, also fast 2 Stunden, habe 3,3 Meilen gemacht. Also so gut wie gar nichts im Verhältnis, wenn man normal läuft. Also ist schon, dann sieht man mal, dass du einfach nicht vorankommst. Du stehst wieder vor Pfützen und dann musst du wieder kraxeln und so. Also das ist sehr technisch heute, sehr technisch. Ja, ist natürlich auch noch matschig. Schuhe sind scheiße, aber das wisst ihr schon. Ja, ich muss sowieso ein bisschen langsam machen, weil es mich gestern noch gestreckt hat. Also ich bin gestürzt, kurz vor dem Shelter. Bin ausgerutscht auf einem Holzbalken, hatte Schwein, dass ich nicht auf den Kopf geknallt bin. Bin nach hinten gefallen, habe mir die Daumensehne gedehnt nach hinten. Also ich bin mit dem komplett auf den Boden geknallt und habe mir die Daumensehne gedehnt und der rechten Hand ist geprellt. Merke ich heute bei jedem Schwung, den ich mitnehme mit den dämlichen Tracking Poles heute. Also ich hoffe, dass das jetzt erstmal war mit Sachen Abstieg, dass ich meine Füße jetzt wieder ein bisschen akklimatisieren können und lieber wieder einen Aufstieg, weil nur Abstieg würde mich umbringen heute, definitiv. Und bei dem Tempo, also ich habe Bock, ich will heute marschieren, ich bin motiviert ohne Ende. Ich mache heute, ich mache jetzt Pause, esse ein paar Riegel und dann geht's weiter. Die Sonne kommt dann sogar ein bisschen raus. Vielleicht kriege ich mein Zelt trocken, das wäre ja wieder sehr geil, wieder ein bisschen Gewicht weniger. Ja. Gut, dann machen wir mal ein Päuschen und alles klar. Es ist schon auch ein traumhaft geiler Nationalpark hier.
ich weiß nicht, ob es ein Nationalpark ist, aber die White Mountains sind schon sehr schön, sag ich mal, sehr schön. Also mit den Bächen und so. Es ist halt jetzt alles versumpft, weil es letzten 3-4 Tage nur geregnet hat. Tja, das ist die logische Konsequenz daraus. Also bis späterchen. Aber ich jammer natürlich schon wieder. Aber ihr müsst das selber mal gemacht haben. Ich habe noch trockene Füße. Also die Socken vom Schweiß durchtränkt, klar. Aber sie sind noch nicht schlammig nass. Das ist ein Wunder. Der Schlamm ist zum Teil einen halben Meter tief. Also ich muss mit Ach und Krach dann auch meine Trekking-Poles da rausziehen. Einmal hat es mich gelegt schon wieder. Da hat aber den ganzen Sturz meinen Rucksack aufgefangen. Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwas kaputt gegangen oder so. Keine Ahnung. Das, was mich am meisten nervt, du kommst nicht vorwärts. Ich will nicht wissen, wie weit ich jetzt gemacht habe. Weiß ich nicht. 6 Meilen vielleicht? Nee, schon ein bisschen mehr. Ich will das jetzt. Also schon Mittagszeit. Und Wasser sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand, haben wir gelernt in Physik, richtig? Und somit fließt das immer schön den vorgegebenen Wegen nach und setzt das alles unter und weicht den richtig auf. Ja. Du kannst einfach nur Danke sagen, dass mal ein paar Leute vorgearbeitet haben für dich und haben so wie hier ein paar Steine reingelegt. Das ist nur ein Kindergarten jetzt hier. Das geht kilometerlang. Ja, Sobo von gestern sagte 10 Meilen. Ja, bin ich gespannt. Da geht schon wieder weiter. Ja, das ist jetzt nicht ganz so tragisch hier. Schnief, schnief, sagt er, schnief. Ja, wenn man Sport macht, dann schnieft man einfach, oder? Ist das bei euch anders? Ihr macht keinen Sport, ne? Nee, Quatsch, ne? Hier so, das geht die ganze Zeit so, muss ich dir vorstellen. Von Stein zu Stein, im Ausfallschritt, dann im Ausfallschritt nach vorne ausgerutscht, einen Spagat gemacht und ja, macht Spaß. Ja, ansonsten ist cool, das Wetter passt, aber bis jetzt ist der Tag einfach nur nervig. Zumindest was den Boden angeht. Einfach mal, weißt du, wieder 3-4 Meilen laufen. Ganz normal. Aber das kannst du dir vergessen, New Hampshire. Da geht's hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dann hast du vielleicht mal 0,5 Meilen, die ein bisschen gerade gehen. Dann geht's wieder hoch, runter, hoch, runter. Das Gute ist, wir haben noch etwa 30 Meilen bis nach Lincoln. Und dann haben wir die Schuhe getauscht. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Bis dahin ist hoffentlich auch der Daumen wieder schick. Und die andere Hand. Ansonsten, ja, von dem Daumen habe ich ein bisschen länger was davon, das weiß ich. Das weiß ich. Da hast du ganz schön gezogen, verdammt. Das schon da weh ab. Ich habe die Sehne gerissen. Ah, ein Schwein gehabt. Ja, da. That's the way it is. All day long. Die ganze verfickte Zeit. Jetzt hätte ich noch eine Hand frei, weil ich toller Hengst natürlich auch noch filmen muss hier. Siehst du, da ist ein Stein, da muss man jetzt rüber. Zack. Upsi. Mal wieder auf ein Wurzelchen. Mal wieder auf ein Steinchen. Dann trittst du wieder daneben, läuft wieder ein bisschen Wasser in die Schuhe. Prima. Da bist du ja gerade mal im Laufflow und dann bremst hier wieder so ein Scheiß aus, weil ich echt wollte, dass ich bis Mittag die 10 voll habe. Normalerweise habe ich die bis 10 Uhr voll. Ja, ich muss morgen wieder früher los, auf jeden Fall. Und auf gar keinen Fall Shelter. Also was ich mir da schon wieder bei gedacht habe, ja, bist du nur zu viel, komm, ganz nett. Wird schon nicht so schlimm werden, ne? Dann kommen noch 3 und dann ist dunkel, dann kommen noch mal Leute und ach nee. Hau mir ab mit den Shelterzeug. Geht gar nicht. Obwohl das Privy ganz nett war. Hexagon Privy. Voll geil, 6. Ja. Ah. Naja, dann ist der erste natürlich um 5 Uhr wach. Der Älteste muss gleich mal den Boiler anmachen. Kaffee. Schon raschelt's hier, raschelt's da. Deswegen, also Shelter einfach nur für Leute, die das geil finden. Ich finde das nur noch
Heute wird gezeltet wieder, ganz leger. Das Zelt habe ich getrocknet vorher. Merkst du auch wieder am Gewicht. Stinkt vielleicht ein bisschen jetzt, aber das lüftet schon wieder durch. Ja, diese Shelter-Dinger da. Ich habe gestern einfach nur eine Ausnahme gemacht, weil Zeltplätze einfach nicht da waren. Und hier hat mir schon wieder einer einen Baum in den Weg geschmissen. Ohne Mist. Wenn er so abschneidet oder was, dann räumt sie doch auch weg. Mensch, oder? Nee. Macht Spaß, ne, wisst ihr. Dass ich einen kleinen Schlag habe, ist wohl bekannt. Oh, hier, siehst du das? So ein Balsam für die Seele Weg ist das hier. Ah, der ist richtig schön fluffig. Da kannst du schön Gas geben hier. Priemchen. Richtig Zucker. Ja, den jetzt für den Rest des Trails. Aber jetzt war langweilig. So, alles klar. Platz fürs Mittag suchen. Und dann noch gucken, wie weit wir sind.